So, dann mal herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute geht es um die Installation Paperless Nginx unter Docker installieren. Hier kommt Ordnung und Überblick in deine Akten. Paperless Nginx Docker installieren hilft dir, alles zu verwalten und wieder zu finden, und das zwar extrem schnell. Warum Dokumentenmanagement jetzt eigentlich so wichtig? Warum fokussiere ich das eigentlich momentan jetzt auch wirklich stark? Es bietet für Privatanwender, also auch Unternehmen, extreme Vorteile, und es geht weiter über die bloße Reduzierung vom Papier hinaus. Es optimiert grundlegend den Umgang mit Akten und alten Sachen, die man einfach aufheben muss. Im Detail gehe ich da auf einen Beitrag noch ein. Das ist hier ein extra Beitrag, der wird hier dann noch verlinkt. Fazit ist, dass es momentan einfach so ist, dass immer mehr Kontrolle und Nachweispflicht gesetzlich eingeführt und aufgebaut wird. Das betrifft unter anderem Geld und Vermögen, sprich Geldwäsche. Also kein Geld in die Waschmaschine stecken, Jungs, gell? Yep. Dann Kryptos, da haben sie dich eher auf dem Kicker. Rente, da kommen jetzt auch die neuen Sachen, neue Papiere, Formulare und Richtlinien. Und erst recht die Ausgewanderten. Wer im Ausland lebt, muss damit rechnen, dass er auch 10 Jahre nachdem dann mal wieder mit irgendeinem Scheiß konfrontiert wird, der Asbach uralt ist. Da kannst du eigentlich wirklich sagen, wenn du da nicht ab Tag deiner Geburt alles aufgehoben hast, bist du geliefert. Wenn die was wollen und die brauchen Geld, dann schlagen die zu. Darum Paperless Nginx, hier ist jeder Fetzen sauber abgelegt. Und selbst wenn du ihn unmöglicherweise irgendwo ablegst, wo er überhaupt nicht hingehört, findest du ihn spätestens mit der Suche nach einer Textpassage, nach einem Datum, nach einem Betrag oder nach einem Namen wieder. Das macht die In-Text-Suche in diesen Dokumenten, ja auch in Bildern. Also auch wenn du einen Screenshot mal gemacht hast von irgendetwas und den da archiviert hast, auch da drin wird dann gesucht. Deshalb installieren wir unseren Docker Compose mit dem Paperless auch so, dass uns die Office-Dokumentenverarbeitung zur Verfügung steht und die Ticker für Texterkennung. Das ist im Standardinstallationsverfahren meistens nicht mit beinhaltet. Die sind auch hier nochmal genau beschrieben. Dann habe ich das hier alles nochmal ein bisschen zusammengeschrieben. Das kannst du dir auf dem Homeblog-Artikel einfach nochmal ganz genau durchlesen. Da wollen wir jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, sondern wir wollen uns ja heute mit der Installation wirklich nur beschäftigen. Aber ich gebe immer gerne noch ein paar Informationen dazu preis. Insgesamt ist das Setup so gestaltet, dass es leicht erweiterbar ist, beispielsweise durch Automatisierungen, Mail-Imports oder weitere Konfigurationsdienste. Die Konfiguration über Event macht es einfacher, Passwörter und URLs ohne Änderung der Compose-Datei anzupassen. Also Event-Datei, das ist diese hier. Die ist unter der Event-Datei drin. Da steht zum Beispiel hier, ist der Datenbank-User-Benutzer, dann das Passwort für den Datenbank-Super-User, für den Root-User, dann der Port, auf dem unser Paperless läuft. Die muss man dann nicht in der Compose 5-mal ändern, sondern es reicht, wenn man es hier einmal tut. Deshalb diese Env-Datei. Okay? Und dann sagen wir E-Mail-Attachment only falsch. Also wir wollen nicht nur das Attachment haben, wir wollen die ganze E-Mail haben, wenn schon, denn schon. E-Mail kommt in späteren Sachverhalt nochmal extra dran, weil E-Mail und EML-Dateien sind eine besondere Sache, die funktionieren hier auch nicht. Man muss hier einiges beachten, wenn man E-Mails hier direkt verschachern will. Aber das geht ganz easy. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns unser Docker Compose, wie ihr hier seht, und gehen auf unseren Rechner und fangen an, das zu konfigurieren. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Dieses Video beinhaltet keine bezahlte Werbung. Ich werde nicht gesponsert, nicht unterstützt oder sonst irgendwas. Es ist einfach das, was ich auch benutze und das, was ich für gut befinde. Paperless ist Open Source und kostet dich nichts. Und wie gesagt, kein Kooperationsabkommen, keine Werbung, nur fürs Protokoll. Dann bin ich hier auf meiner D-Festplatte und hier habe ich zum Beispiel mein Docker-Server-Verzeichnis, wo ich meine ganzen Docker-Projects reinlege. Hier stelle ich mir jetzt einfach einen neuen Ordner, Paperless. Gehe dort hinein, lege mir eine neue Datei an, Textdokument, Docker Compose habe ich jetzt, ja, ich muss immer auf die englische Tastatur achten, Docker Compose-YML. So, dann wollen wir das Visual Code Studio aufmachen. Und hier fügen wir jetzt unsere Docker Compose Datei einfach an. So, von der Docker Compose, wie es jetzt eigentlich auf der Homepage auch drin ist, wo du es ja rauskopieren kannst, gibt es eigentlich keine Veränderungen. Wir haben halt die Postgres 14 Alpine Version.
Dann wir verwenden ein Mount Point Volume, wir verwenden nur Mount Points. Du kannst es auch hier abändern und dir dann unten noch das Volume erstellen. Wenn du Docker Volumes benutzen möchtest, ist das eine Sache. Dann haben wir hier unseren Redis, den wir brauchen, das ist der Cache. Dann unseren Webserver, hier sind auch Gutenberg und Tika nochmal konfiguriert, wie du siehst, also die müssen verfügbar sein, bevor der Webserver startet, damit das Ganze funktioniert. Dann, falls du schon eine DB hast, wie MySQL oder sowas, hier ist die DB abgeändert auf DB, wo war es denn jetzt? Hier, DBPG, das ist die Datenbank Postgres. DB für Datenbank, PG für Postgres. Die ist hier abgeändert. Kannst du dir natürlich wieder abändern, einen anderen Namen vergeben, ist alles kein Ding. Hier passt du jetzt die Docker-Datei einfach an, wie du es brauchst. Diese Parameter legen wir jetzt dann gleich noch in der ENV-Datei fest. Dann haben wir hier die Portnummer, die kommt auch aus der ENV-Datei, die müssen wir also auch nichts machen. Die Datenbank ist schon fest eingetragen. Die Sachen kommen auch wieder aus der Event-Datei, da brauchen wir auch nichts machen. Hier kommt nochmal Gutenberg-Tika-Einstellung und eine E-Mail-Einstellung, die wir noch mit übergeben. Dann haben wir noch die Volumes, die wir verwenden, Data, Konsum und Export. Konsum ist ein Verzeichnis, da kannst du alle PDF-Dateien reinklatschen. Alles, was du da reinhaust, wird automatisch in Paperless eingeladen. Landet dann im Posteingang, wo du es dann ganz gemütlich bearbeiten kannst. Das kommt aber, wie gesagt, in einem späteren Video. Hier sind dann nochmal die Konfigurationen für Gutenberg und für Tika. Da ist auch nicht mehr viel zu machen. Also wirklich, das ist eine ganz einfache Konfiguration. Da hast du schon alles drinnen. Und da brauchst du auch nicht mehr viel ändern. Dann brauchen wir neu Textdokument .env. Es wundert mich, dass der nicht meckert. Normalerweise schimpft er rum, dass irgendwie die Dateinamen ändern will. Ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken, das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Normalerweise schimpft er immer rum, wollen sie den Dateinamentyp wirklich ändern? Es kommt hier nicht. Ich vermisse das. Aha. env.txt. Wusste ich doch, hier ist was faul in der Kiste. Ist irgendwie Ansicht. Dateierweiterungen ausblenden. Jetzt zeigt er uns die Dateierweiterungen nämlich an. Und jetzt meckert er nämlich rum, dass wir das nämlich hier ändern. So, jetzt machen wir die Datei hier nochmal zu. Nochmal speichern und tschüss. Die müssen wir jetzt dann auch nochmal ändern. Das sind so kleine Dinger, schneide ich euch jetzt nicht raus. Sieht dann wieder eine kleine Stolperfalle. Gibt es nun mal leider. So, ich habe nämlich schon gewundert, dass das Visual Studio hier nicht gefragt hat, welche Datei das ich damit aufmachen will. Aber okay, gut. Das ist unsere Docker Compose. Und jetzt brauchen wir unsere ENV-Datei. Die kennt ihr noch nicht. Die will ich auch im Studio öffnen. So, die ist auch noch leer. Da kopiere ich jetzt nur ganz kurz den Inhalt von der anderen Seite rüber, damit wir alles benannt haben. Dann haben wir hier den Postgres User. Das ist quasi euer Root-User für die Datenbank. Beziehungsweise der Account, mit dem Paperless das System arbeitet. Schreib dir deinen Namen rein, Klaus, Harry, was immer du möchtest. Musst du wissen. Ne? Ist dein System und dann vergibst du hier bitte auch noch das Passwort dazu. Passwort ist gleich, das ist gleich, bleibt drin. Passwort geheim, da das Passwort setzen. Den Port haben wir hier vorgegeben für Paperless jetzt mit 8010. Wenn du sagst, auf 8010 habe ich schon was laufen, dann ändere das bitte ab. Falls du das nicht hast, dann lass es einfach auf 8010, es bleibt dir überlassen. Und dann haben wir hier Paperless E-Mail Attachment Only. Also nur die Anlagen der E-Mails verarbeiten, das setzen wir auf falsch, damit er uns die E-Mail und die Anlagen verarbeitet. Aber wie gesagt, E-Mail ist spezielles Thema, EML-Dateien, kommen wir späteres Video noch darauf zu sprechen. An dieser Stelle schneide ich jetzt nochmal ganz kurz ein Stück rein, weil ich das vergessen habe zu erwähnen und einzusetzen. In dieser Event-Datei enthalten ist auch ein sogenannter Secret Key. Der ist dafür da, um mit anderen Programmen wie Microsoft oder sonst irgendwas irgendwie Verbindungen aufzubauen und damit das gesichert werden kann, wird ein sogenannter Secret Key verwendet. Auch für lokale Geschichten, was die Sicherheit angeht, ist dieser Key nicht erforderlich. Er wird bei sehr vielen Setups weggelassen. Es ist aber schon wichtig, dass man den definiert und ich möchte den auch wirklich mit drin haben.
Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch vergessen, bei der Aufzeichnung mit aufzunehmen und setze den hier ausdrücklich jetzt hier nochmal rein. Der ist in der Secret-Datei auch drin. Es ist auch auf der Webpage entsprechend verlinkt. Wenn du da unsicher bist, lest das da auf dem Blogbeitrag nochmal nach. So, speichern. Unsere Event-Datei ist fertig. Hier haben wir das so übernommen, wie sie ist. Haben wir auch nichts geändert. Brauchen wir sie eigentlich auch nicht speichern. Machen wir sie zu. Sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt habe ich hier noch ein gutes altes Windows 2000. Bei Windows 11 kannst du einfach die rechte Maustaste machen und klickst da dann auf Terminal öffnen und dann kommst du hier hin. Docker Compose ab. So, und jetzt wird der Junge erstmal anfangen zu pullen. Das wird jetzt eine ganze Zeit lang dauern und hat schon abgebrochen. So, ich habe jetzt mal ganz kurz den Link hier korrigiert auf das Image. Da findet ihr das Image nicht. Wir machen nochmal Docker Compose upd. Ich habe das auf der Homepage auch schon aktualisiert. Keine Sorge. So, und jetzt läuft der Pull auch anständig durch. Das dauert jetzt ein bisschen. Wie gesagt, ich mache euch mal kurz auf Pause und bin dann wieder für euch da. So, gut, er ist in den letzten Zügen. Er ist durch. Er hat alle Container gestartet. Dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Data PostgreSDB. Das müsste unsere Datenbank sein. Jawohl. Hat er auch sauber angelegt. Passt. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt mit der Web-Oberfläche an, wie unser Paperless aussieht. So, ihr könnt das jetzt mit localhost aufrufen. Das ist eine Variante und dann den Port 8010. Also localhost Doppelpunkt 8010 oder ihr wendet die IP-Adresse. Ich muss jetzt hier von meinem Produktivserver auf den Show-Server hier rüber gehen. Die Paperless-Installation, die wir jetzt gemacht haben, den führen wir aus. So, die erste Anmeldung, das erste Benutzerkonto für diese Installation. Da werden jetzt auch die Admin-Rechte gewährt. Das ist wichtig, hier kommt jetzt quasi dein Admin-User rein. Da kannst du jetzt auch nicht mit einer Event-Datei schummeln oder sonst irgendwas, sondern die musst du dann wirklich da reinschreiben. So, bei mir ist es jetzt einfach, pl admin, das ist bei mir jetzt hier einfach ganz einfach. Dann ein Passwort, habe ich mir schon in die Zwischenlage kopiert. Kann ich jetzt hier schön einfügen, ohne dass ich hierbei irgendwie was ausgrauen muss. Und dann kommt die E-Mail-Adresse, naja, müssen wir halt doch wieder was ausgrauen. So, dann wieder auf Registrieren. Dann wollen wir das sichern. Ja, wir wollen das gern sichern. Und damit ist jetzt die erste Einrichtung für Paperless durch. Und wie du siehst, Paperless läuft. Und weiter geht's dann im nächsten Video. Ich werde die Videos relativ zeitgleich veröffentlichen. Das heißt, die werden sehr kurz hintereinander dann raushauen. Ich produziere das alles vor, damit nicht zu viel Pause zwischen den einzelnen Stücken ist und du da wirklich schön für arbeiten kannst. Sollte dir das Video gefallen und geholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit mit meinen privaten Kosten und Equipment. Und wenn du das gut findest, was ich hier tue, kannst du diese Arbeit gerne unterstützen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du noch weiterführende Probleme hast, was dein PC, dein Notebook, dein Netzwerk, dein Einplatz angeht, dein Windows, dein Linux, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, ein weltweit tätiger Remote-Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Abo, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen. Einfach Kontakt aufnehmen, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Das war's, bis zum nächsten Video. Ciao!